Hallo zusammen, ich bin's mal wieder, euer Michael, und heute gibt es von mir ein Video zu diesem Objektiv hier, und zwar dem Sigma 16 bis 300 mm DCOS Contemporary mit der Blende 3,5 bis 6,7 und das Ganze am Canon RF Mount. 16 bis 300 mm, das ergibt durch den 1,6-fach Crop am APS-C-Sensor bei Canon ungefähr 25, 26 mm bis 480 mm. Das ist schon eine Brennweiten-Range, sag ich mal, wo man als alltagstauglich, beziehungsweise ja nicht als alltagstauglich, sondern als Reiseobjektiv gerne verwendet. Und ich habe mir das Ganze mal angeschaut, wie das Ganze in der Bildqualität und so abschneidet, weil bei solchen sogenannten Superzooms hat man ja in der Vergangenheit immer so Einschnitte gehabt. Das war dann autofokusmäßig, bildqualitätsmäßig und so weiter. Alles nicht ganz so auf dem Stand, was andere Objektive leisten konnten. Und wie gesagt, ich habe es mir hier angeschaut und will euch das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen. Jetzt ist es so, ich will euch da auch nicht das komplette Produktdatenblatt von oben bis unten vorlesen, sondern ich will wirklich meine Erfahrungen mit diesem Objektiv an euch weitergeben, möchte euch aber trotzdem ein bisschen was kurz zu den Abmessungen sagen, die ihr vielleicht so nicht direkt aus dem Produktdatenblatt lesen könnt, wie zum Beispiel die Länge vom Objektiv am Bajonett mit der Gegenlichtblende. Wenn ihr das Ganze nämlich in eine Kameratasche packen wollt, dann ist das natürlich ein Wert, der euch da vielleicht interessiert, und da sind wir hier im Durchmesser bei 85 mm circa und die Länge beträgt ab dem Bajonett ziemlich genau 15 cm. Ihr braucht da also den gewissen Platz in der Kameratasche, außer ihr wollt das Ganze dann natürlich demontiert in der Kameratasche bewegen, tragen. Dann sind wir da ohne Gegenlichtblende bei einem Durchmesser von ca. 74 mm und einer Länge von ca. 120 mm. Also das ist ziemlich kompakt, vor allem eben für den Brennweitenbereich von 16 bis 300 mm. Es fährt aus, das seht ihr hier auch, und es fährt deutlich aus, aber das machen natürlich hier in dem Bereich die meisten Zooms, beziehungsweise alle, weil es dann eben viel kompakter gebaut werden kann. Beim Gewicht sind wir ungefähr bei 625 Gramm, das ist also auch voll in Ordnung. Klar, es gibt Bodies, die wiegen da schon deutlich weniger. Ihr bleibt da aber so in der Body-Objektiv-Kombination irgendwo so bei 1000 bis 1200 Gramm, je nachdem, was ihr da hinschnallt. Ich habe hier die Canon R10 benutzt, das hat einen gewissen Grund, und zwar das Objektiv kommt mit einer Bildstabilisation, also da ist ein Bildstabilisator verbaut. Die Canon R10 hat kein IBIS, also der Sensor ist nicht stabilisiert, und da wollte ich einfach austesten, wie sich das Ganze so widerspiegelt, was da der Bildstabi im Objektiv dann wirklich leisten kann, und da kann ich euch schon mal sagen, das ist richtig gut. Also das hat mich schon überrascht. Er ist angegeben mit, ich glaube, 4,5 bis 6 Stops, je nachdem, in welchem Bereich ihr euch da befindet, und das ist vom Wert her erstmal gar nicht so viel. Also da hätte ich gedacht, ja gut, okay, man merkt das vielleicht, aber ich kann euch hier mal ein paar Clips oder zwei Clips zeigen, wo ich bei 300 mm aus der Hand gefilmt habe, und das sieht schon wirklich sehr, sehr gut aus. Und auch bei der Benutzung war ich wirklich sehr angetan von der Bildstabilisation. Also da kann man wirklich nicht meckern. Ansonsten haben wir hier die gewohnte Sigma-Qualität. Klar, es ist nur ein Contemporary, also nur, das ist ja die günstigste Linie, sag ich mal, bei Sigma. Aber auch hier ist die Verarbeitung, man kann einfach nicht meckern. Es ist wirklich sehr wertig verarbeitet, hat nirgends scharfe Kanten oder irgendwie sowas. Es ist Staub- und Spritzwasser geschützt, hat also am Bajonett hinten auch eine Gummiabdichtung. Durch das, dass es aber kein Innenzoom ist, sondern es fährt ja aus, habe ich euch gerade schon gezeigt, muss man so ein bisschen aufpassen. Da saugen die Objektive gern ein bisschen Staub und auch Feuchtigkeit oder sowas ein. Ich würde dem einen kleinen, ja, Sprühregen oder sowas vielleicht zutrauen, aber einen richtigen Regenschauer würde ich damit dann doch wirklich vermeiden, auch wenn sie sagen Spritzwasser. Das ist halt eine Angabe, die ist nicht wirklich groß definiert. Es hat keine IP-Schutzklasse und deswegen kann das da von bis alles aushalten. Ihr könnt Glück haben, könnt aber auch Pech haben, deswegen solltet ihr da einfach ein bisschen aufpassen. Wie gesagt, es handelt sich hierbei eigentlich um so ein Allrounder-Reisezoom-Objektiv, und dafür muss ich sagen, ist es schon wirklich sehr, sehr gut. Wir haben hier eben 16 bis 300 mm und das darf man nicht vergessen, wenn man jetzt an die Bewertung von Bildqualität und so weiter geht. Es kostet auch nur 729 Euro. Das ist schon relativ viel Geld für manche Leute, aber in einer Welt von Objektiven, wo es vierstellig locker kosten kann für ein normales Einstiegsobjektiv, da sind 729 schon gar nicht mal so schlecht. Und wie gesagt, das muss man sich im Hinterkopf behalten. Ist jetzt aber nicht so, dass ich jetzt alles versuche schön zu reden, was das Objektiv vielleicht an negativen, ja,
negativer Performance hat. Ich kann aber schon mal sagen, es lohnt sich eigentlich. Also das Objektiv ist wirklich nicht schlecht. Wir gehen jetzt gleich mal die ganzen Punkte von der Bildqualität und so weiter durch. Ich möchte euch noch kurz ein bisschen hier was zur Bedienung, zu den Bedienelementen sagen. Wir haben hier einmal den Zoomring. Der hat nicht ganz 90 Grad von 16 bis 300 mm, lässt sich also relativ schnell verstellen. Der ist nur so ein bisschen nicht schwergängig, aber er geht eben ein bisschen schwerer. Fährt auch nicht aus, wenn es nach unten hängt. Ihr habt aber dazu trotzdem noch einen Lockschalter. Ich mag es eigentlich immer so ein bisschen leichtgängiger, auch beim Zoomring, weil man dann auch manchmal nur mit dem Daumen zoomen kann. Das geht hier definitiv nicht. Beim Fokusring ist es anders, der ist schon leichtgängiger. Ihr habt hier natürlich Focus by Wire, das haben auch alle Objektive heutzutage, aber es lässt sich trotzdem auch schön fokussieren. Jetzt ist es so, bei dem Objektiv manuell fokussieren ist da, sag ich mal, nicht der Hauptverwendungszweck. Es lässt sich manuell fokussieren. Ich nutze das da dann doch eher so ein bisschen im Videobereich, vielleicht mal um den Fokus ein bisschen anzupassen, aber ansonsten bei Fotos tue ich da eigentlich nie manuell fokussieren. Aber wie gesagt, es lässt sich relativ gut manuell fokussieren. Der Zoomring ist ein bisschen schwergängiger, lässt sich aber natürlich auch schön zoomen und hält dann eben seine Position. Hätte von mir aus noch ein bisschen leichter gehen sollen, aber das war es dann auch schon an Bedienelementen. Also ihr habt keinen Switch für den Bildstabi oder für den Fokus, für die Umschaltung zwischen Auto und manuellem Fokus. Das ist halt alles ziemlich simpel gehalten. Ihr habt vorne noch ein 76 mm Filtergewinde, da könnt ihr also alle möglichen Filter verwenden. Ihr habt aber hier an dieser kleinen Gegenlichtblende natürlich keinen Durchgang, wo ihr irgendwie den Filter dann verdrehen könntet oder sowas, wenn ihr einen Polfilter benutzt. Das war es erstmal zum Äußerlichen von dem Objektiv und jetzt kommen wir mal zu den inneren Werten. Und da fangen wir einfach direkt mal mit der Bildqualität an und fangen mit der Schärfe an. Und bei der Schärfe muss man sagen, die Schärfe ist in Ordnung. Ich habe es wie gesagt hier an der R10 getestet, die hat 24 Megapixel und da liefert das Objektiv schon genug Auflösung ab. Es ist so, in der Bildmitte, da ist es schon schön scharf. Also da könnt ihr sehr gut mit arbeiten und ihr werdet da wahrscheinlich nie irgendwie so den Gedanken haben, es dürfte noch ein bisschen schärfer sein. Natürlich dürft ihr hier aber auch keine Sigma-Art Festbrennweitenschärfe erwarten. Das erreicht das Objektiv nirgends. Also das ist eben so. Es ist aber, die Schärfe ist völlig ausreichend. Wenn ihr eure Bilder dann nachher sowieso auf dem Smartphone oder so teilt, dann wird nie jemand irgendwie was feststellen können. Und es ist ja aber auch so, ihr könnt die Bilder in der 100% Ansicht auch an einem Computermonitor angucken. In der Mitte ist es da wirklich ausreichend scharf. Da sieht man feine Details, auch hier im Sand. Ich blende euch da ja ein paar Bilder ein und da werdet ihr wahrscheinlich auch das eine oder andere Bild im Sand sehen. Das sieht man, die Körner und auch Tierhaare und so weiter. Alles sehr fein aufgelöst. Im Randbereich sieht es da ein bisschen anders aus. Zu den Rändern hin nimmt es da schon deutlich ab, vor allem im Weitwinkel bei den 16 mm. Da sieht man außen schon eine gewisse Unschärfe, vielleicht nicht, aber es wird da eben sehr viel weicher, ist nicht mehr knackig scharf wie in der Mitte. Wenn ihr da abblendet, dann habt ihr da auch im Weitwinkelbereich jetzt keine Probleme. Es ist so, das Objektiv wird ja natürlich für Landschaftsaufnahmen wahrscheinlich verwendet werden, wenn ihr damit in Urlaub geht. 16 mm bietet sich mit dem Weitwinkel da natürlich an. Ihr solltet da auf jeden Fall abblenden. Jetzt ist es natürlich auch so, Blende 3,5 im Weitwinkel. Die wenigsten Leute werden mit Blende 3,5 im Weitwinkel Landschaftsaufnahmen aufnehmen. Ihr blendet da also sowieso ab und dann habt ihr da auch kein Problem mit der Schärfe. Dann spreche ich da immer davon, ich gucke das Bild auf einem 32 Zoll Monitor an in voller Auflösung und finde da in den Ecken irgendwie was mir vielleicht nicht so passt. Das ist eben Meckern auf hohem Niveau bei 100% Ansicht. Wenn ihr Bilder über Smartphones verschickt oder für Social Media, Instagram, Facebook und so weiter, dann wird euch das nie im Leben auffallen. Das wird einfach niemand sehen können und deswegen müsst ihr euch da vielleicht auch gar nicht so die Gedanken machen, weil ich gehe mal davon aus, die Zielgruppe hiervon sind wirklich Leute, die für günstiges Budget eine Reiselinse mit einer entsprechenden Kamera, wie zum Beispiel der R10 hier, suchen. Und da ist es so, dass eben dieses Meckern auf sehr hohem Niveau bei den Leuten einfach gar nicht vorhanden ist, weil die gar nicht wissen, was mit einer 5.000 € Ausstattung oder so noch möglich ist. Muss man einfach so ein bisschen im Hinterkopf behalten, aber natürlich, man muss es auch ansprechen, weil wäre ja schön, wenn es ein perfektes Objektiv wäre, ist es aber halt einfach nicht. Dann habt ihr ja einen Blendenbereich von 3,5 bis 6,7. Ich habe mir hier mal kurz die Blendenstufen aufgeschrieben, welche Brennweite welche Blendenstufe zeigt. Es ist also so, die Blende 3,5, wo das Objektiv schon, ich nenne es mal, relativ lichtstark ist, die habt ihr wirklich nur für die ersten 5 mm so unten rum. Es ist halt so, ihr habt 9 Blendenlamellen.
Es ist ein Objektiv, was ein super Zoom ist. Da dürft ihr jetzt auch nicht erwarten, dass ihr bei 16 mm hier eine super Freistellung erreicht. Das ist bei einer Blende 3.5 dann doch einfach nicht möglich, außer ihr geht sehr nah an euer Motiv. Es ist aber so, bei 300 mm, da kommt ihr natürlich schon sehr nah an euer Motiv und da könnt ihr natürlich auch freistellen. Es liegt so ein bisschen dran, wie ihr euch, in welcher Entfernung ihr euch zu eurem Motiv befindet. Wenn ihr näher dran seid, dann habt ihr schon ein sehr schön cremiges Bokeh. Ich zeige euch hier auch mal ein, zwei Bilder, wie das Ganze dann aussieht. Wenn ihr ein bisschen weiter weg geht, dann merkt ihr schon so, das Bokeh wird so ein bisschen unruhiger. Jetzt ist es so, es ist nicht total cremig, wie es manche Festbrennweiten bieten. Es ist aber auch nicht so swirlig unruhig, wie es auch manche Objektive, auch Festbrennweiten bieten, was manchen Leuten aber auch sehr gut gefällt. Mir gefällt es nicht so. Man merkt aber, das Bokeh wird einfach ein bisschen unruhiger und ab und an habe ich auch so leichte Doppelkonturen entdeckt, was mich da ein bisschen gestört hat. Aber wie gesagt, ich habe es ja jetzt schon öfters erwähnt, die Latte für das Objektiv lege ich einfach auch nicht so hoch, wie ich es von der Festbrennweite erwarten würde. Und deswegen ist es auch hier meiner Ansicht nach völlig in Ordnung. Auch beim Gegenlichtverhalten mit Ghosting und Flares werdet ihr feststellen, die sind hier vorhanden. Ihr müsst es so ein bisschen herausfordern, also wirklich mit Gegenlicht arbeiten, mit einer hellen Sonne, die euch da wirklich dann das Ghosting, Flares und so ins Bild holt. Auf normalen Aufnahmen, sag ich mal, wenn ihr da eine Sonne von der Seite habt oder sowas, schräg von der Seite, die Streulichtblende, Gegenlichtblende, die macht da einen sehr guten Job. Da werdet ihr das eigentlich nicht feststellen. Man muss es schon so ein bisschen herausfordern, dann ist es aber schon deutlich sichtbar. Und in den Beispielen hier sieht man dann auch, das Objektiv ist auch nicht frei von chromatischer Aberration und Low-Cast. Also in gewissen Einstellungen erkennt man da schon die lila Farbsäume, wie zum Beispiel hier im Wasser. Das ist aber jetzt auch so, das ist nicht in jedem Bild so. Das hängt wieder wirklich vom Lichteinfall ab, dann auch wie groß die spiegelnde Fläche ist, wie groß euer Kontrast ist zwischen hell und dunkel. Ich möchte aber nicht sagen, dass ihr das hier gar nicht feststellen könnt, weil das ist eben nicht der Fall. Ich habe nur gemerkt, bei sehr vielen meiner Bildern habe ich da einfach gar nichts irgendwie sehen können, wo ich es eigentlich erwartet hätte, wie zum Beispiel hier im Zaun im Gegenlicht. Wie gesagt, muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten, wobei man vor allem, wenn ihr in RAW aufnehmt, da schon sehr viel machen kann, damit das eben nachher nicht mehr im Bild zu sehen ist. Zum Autofokus kann man sagen, der ist schnell und leise. Klar, Canon auch in der R10 hat einen sehr guten Autofokus verbaut. Die Motiverkennung funktioniert da 1A und auch die Nachführung gibt da schon wirklich Gas. Also ein Kind, das auf euch zurennt oder eine Katze, die auf euch zuläuft oder so, die sind da kein Problem. Ich würde mal sagen, als Urlaubsobjektiv werdet ihr in 99% der Fälle keine Probleme mit dem Autofokus haben und auch Möwen oder irgendwie sowas, die parallel zu euch fliegen, das ist keine hohe Anforderung, das könnt ihr damit auch fotografieren. Bei Vögeln im Flug, die auf euch zukommen, müsst ihr es selbst schon auf einem relativ hohen Niveau nachführen, dass es ihr der Kamera auch ein bisschen einfacher macht und da merkt man dann eben, es ist eben so, dass es ein schnelles Objektiv ist, aber Luft nach oben ist da immer. Was mir aufgefallen ist, ihr könnt während dem Zoomen fokussieren. Da ist ja öfter das Problem, dass Drittherstellerobjektive während dem Zoomen nicht fokussieren können. Hier ist es nicht der Fall. Also ihr habt hier das Sigma an der Canon und es funktioniert 1A auch beim Zoomen. Da bleibt die Motiverkennung auf dem Motiv und führt nach. Das funktioniert also ohne Probleme. Und ihr habt auch mit dem Objektiv die vollen FPS der Kamera. Also wenn ihr da eine Kamera habt wie eine R7 oder sowas, die ziemlich schnell eine Bildreihenfolge hinbekommt, dann ist auch hier das Objektiv kein Problem und ihr könnt die volle Bildreihengeschwindigkeit nutzen. Und dann gibt es noch die minimale Fokusdistanz, die liegt im Weitwinkel bei 17 cm und im Telebereich bei 300 mm liegt die, glaube ich, bei einem Meter und 5 cm, also 105 cm. Idealerweise habt ihr bei 70 mm das größte Vergrößerungsverhältnis von 1:2. Ihr könnt also bei 70 mm wirklich, ich zeige euch das mal, das hier sind 70 mm und bei 70 mm seid ihr mit eurem Motiv wirklich hier vorne dran. Schon wieder eingefahren, hier vorne dran. Und da könnt ihr schon wirkliche Makroaufnahmen im 1:2 Verhältnis machen. Da geht schon ordentlich was. Obenrum im Telebereich liegt das Vergrößerungsverhältnis bei 1:4 und im Weitwinkel bei 1:3. Also wie gesagt, bei 70 mm bietet sich das da wirklich an, das Objektiv auch als, ja,
gutes Makro zu verwenden. Wichtig dann noch im Videobereich, Focus Breathing wird von dem Objektiv so gut wie möglich unterdrückt und ich habe das auch so ein bisschen auf Videoaufnahmen gesehen, dass da wirklich sehr geringes bis fast kein Focus Breathing vorhanden ist. Da kommt es darauf an, in welcher Brennweite ihr seid, aber eigentlich über den kompletten Brennweitenbereich wird euch das nicht wirklich ein großes Problem darstellen. Und dann möchte ich noch kurz was sagen zum Lieferumfang. Klar, ihr kriegt dann Säckchen und so weiter dazu und das wird vielleicht auch wenige interessieren. Aber was Sigma da in letzter Zeit macht, seit der BF ist es, glaube ich, diese neue Verpackung, das sieht schon alles sehr, sehr hochwertig aus. Das macht auch Spaß, das Ganze zu entpacken so. So kann es ruhig weitergehen. Sigma macht da wirklich einen sehr, sehr guten Job. Und ich gucke mal kurz, was ich hier mir noch so aufgeschrieben habe. Das war es eigentlich dann jetzt auch schon. Wie gesagt, ein kleines Fazit dazu. Für mich ist es wirklich ein sehr gutes Reiseobjektiv. Ich war letztens im Fotoprofi, da habe ich auch die Kamera her. Vielen Dank dafür erstmal. Da war jemand dort und hat eine Kamera mit Objektiv für einen Schottlandurlaub gesucht. Und das hier wäre zum Beispiel eine Kombi, die würde ich direkt dafür empfehlen. Also 16 bis 300 mm, eine schicke Canon R10, die von der Bildqualität sehr gut ist und das auch von der Geschwindigkeit her und so weiter gut performt. Das ist eigentlich schon wirklich ein handliches, tolles Paket, was man hier bekommt. Und wie ihr seht, es ist halt wirklich sehr klein. Im Vollformat mit dem Brennweitenbereich wird es dann doch nochmal ein ganz gutes Stück anders in der Größe aussehen, aber natürlich auch beim Preis. Also da kann ich wirklich sagen, wenn ihr sowas sucht, da seid ihr mit dem Sigma und der Kamera wirklich sehr gut aufgehoben. 729 € kostet das Objektiv. Das ist meiner Meinung nach schon ein fairer Preis für das, was man bekommt. Natürlich, es ist kein perfektes Objektiv, aber Leute, da müsst ihr halt auch einfach so fair sein. Es ist ein Contemporary für 729 €. Da darf man jetzt nicht eine Art-Serie für 2000 € erwarten oder so von der Bildqualität und von allem anderen her. Ich packe euch da mal Links in die Beschreibung. Das Objektiv kriegt ihr natürlich auch für den E-Mount und für den L-Mount und ich glaube für Fuji X gibt es das auch. Das war es dann auch von mir. Vielen Dank nochmal an fotoprofi.de, die mir die Kamera zur Verfügung gestellt haben, dass ich extra für die R10 auch noch ein paar Videos machen kann. Danke an Sigma, welche mir das Objektiv zur Verfügung gestellt haben, ohne Bezahlung. Ich darf meine Meinung frei äußern. Ich will es nur noch mal gesagt haben. Ich darf wirklich alles sagen, was ich will und das mache ich natürlich auch. Und das war es dann auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch ein Like da, abonniert den Kanal für weitere Videos. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr diese gerne in die Kommentare stellen. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Ciao.